Alleine auf einer Tour nachts im Wald zu schlafen, ist für viele am Anfang überhaupt nicht leicht. Die meisten haben bei den ersten Erfahrungen und Übernachtungen draußen definitiv mit Ängsten zu kämpfen. Das ging mir persönlich damals auch nicht anders. Deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, wie real sind diese Ängste eigentlich und sind sie generell überhaupt berechtigt? Und vor allem, wie kann man diese Sorgen dann überwinden, um sich wirklich wohl draußen bei seiner ersten Solo-Übernachtung im Wald zu fühlen? Im Tageslicht am nächsten Morgen sieht die Welt im Wald natürlich schon völlig anders aus als noch im Dunkeln, wenn man im Zelt nachts lag und sich da vielleicht irgendwie gegruselt hat. Man sollte sich zuerst mal wirklich die Frage stellen, vor was hat man eigentlich genau Angst und was denkt man, was passieren könnte. Denn meistens sind Ängste einfach nicht rational, sondern ein bisschen unterbewusst gerade in der Natur in uns verankert. Und gerade die Dunkelheit ist eigentlich nichts, wovor man wirklich per se Angst hat, sondern nur die Vorstellungen, die vielleicht daraus resultieren. Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, jeglichen Konsum von Horrorfilmen, True Crime oder ähnlichen Gruselstories wirklich auch schon vor der Tour zu vermeiden und natürlich auch abends sowas im Zelt gar nicht mehr zu konsumieren. Mehr Sinn würde es machen, sich lieber mit den Fakten zu beschäftigen, wie viele Tierangriffe oder Raubüberfälle eigentlich Wanderern so passieren, wenn sie alleine draußen im Zelt schlafen. Und im Vergleich zu Angriffen, die in Städten passieren, ist das natürlich verschwindend gering. Und das ist auch klar. Ein böser Mensch, der wirklich eine gefährliche Absicht hat, wird sich natürlich viel mehr da umsehen, wo viele Leute vielleicht nachts in einsamen Gassen unterwegs sind, als ziellos durch den Wald zu irren und dort nach irgendwelchen Leuten zu suchen. Und da hilft es auch, sich mal ein paar Erfahrungsberichte wirklich von Personen anzuschauen, die tausende Nächte schon in der Natur verbracht haben. Christine Thürmer ist da ein wunderbares Beispiel, die auch in unserem Podcast Zeltgespräche zu Gast war und mal intensiv darüber erzählt hat, welche Ängste sie eigentlich hat und was ihr schon so passiert ist. Und ich kann es euch verraten, nichts Schlimmeres bei sehr, sehr vielen Übernachtungen. Es hilft auf jeden Fall, sich erstmal Schritt für Schritt mit dem ganzen Thema vertraut zu machen. Und da kann es zum Beispiel helfen, mal eine Nachtwanderung zu machen. Das kann auch nur eine Stunde oder zwei sein. Oder ihr sucht euch einen schönen Ort in der Natur, im Wald. Das kann auch auf einer Bank sein. Nehmt euch irgendwie ein Buch mit und verbringt einfach mal 1-2 Stunden in der Dunkelheit. Macht euch mit dem Licht vertraut, hört ein bisschen auf die Naturgeräusche, wisst aber noch ganz genau, ich bleibe hier nicht die ganze Nacht, sondern ich laufe vielleicht noch ein paar Kilometer zu meinem Auto und fahre dann wieder nach Hause. Und das kann wirklich helfen, langsam wirklich den Körper und die Psyche so ein bisschen an diesen Sachverhalt erstmal zu gewöhnen, weil es doch für die meisten Menschen, die eigentlich nur Tageswanderungen machen, dann schon was komplett anderes ist. Jetzt gerade hier zur Abendstimmung höre ich nur ein paar schöne Vogelstimmen. Sobald es jetzt aber wirklich stockdunkel wird und man sich nachts tief im Wald aufhält, hört man natürlich alle anderen Arten von Wildtiere. Und ich kann euch nur empfehlen, euch mal in Ruhe zu Hause hinzusetzen und mal zu hören, wie hört sich eigentlich ein Reh, ein Fuchs oder ein Wildschwein an. Die haben alle unterschiedliche Rufe, die sich schon, wenn man es nicht weiß, echt erschreckend anhören können. Ein Reh zum Beispiel kann bellen, was sich schon sehr seltsam anhört und man auf den ersten Blick gar nicht erwarten würde, dass es sich um Reh handelt. Und das hätte ich damals auch machen sollen, vor meiner ersten Tour. Und da erinnere ich mich noch ganz besonders dran. In der ersten Nacht haben wirklich alle komischen Arten von Rufen aus dem Wald gehört und ich konnte es überhaupt nicht zuordnen. Hatte wirklich eine extrem schlechte Nacht. Ich werde euch mal hier 3 Rufe jetzt einblenden und ihr könnt mal auf den ersten Blick schauen, ob ihr erkennen würdet, um welches Tier es sich hier handelt. Und dann gibt es natürlich noch die Geräusche, die man dann direkt am Zelt hört und die vielen Leuten auch noch am meisten Angst machen. Denn so ein kleines Rascheln im Laub kann sich im Zelt dann nachts, wenn der Wald wirklich mucksmäuschenstill ist, anhören, als ob da ein großes Tier wirklich ankommt. Äste können knacken oder die Zeltwand kann durch den Wind Geräusche machen. In 99% der Fälle sind es aber immer nur kleine Nagetiere wie Mäuse oder Igel, die sich dann nachts bewegen und der Verstand spielt einem einen Streich, dass man das direkt mit größeren Tieren assoziiert. Viele haben dann besonders noch Angst vor Wildschweinen und dass die nachts vielleicht angreifen könnten. Und das kann schon mal sein, dass Wildschweine sich natürlich nachts im Wald bewegen und die man auch aus dem Zelt heraus hört. Gerade das Schnaufen ist dann sehr prominent, aber Wildschweine und andere Wildtiere, gerade in Deutschland, haben immer mehr Angst vor euch als ihr vor denen und sind eigentlich immer Fluchttiere. Solange ihr also die nicht erschreckt, und das kann beim Stillliegen und beim Schlafen nicht passieren, geschieht da auch nicht viel. Die Tiere riechen euch schon vom Weiten immer mehr als ein Mensch das überhaupt kann. Deswegen braucht man da keine Angst haben. Was anderes wäre das, wenn man natürlich sich auf dem Wanderweg befindet und dann vielleicht ein Wildschwein
Wildschwein mit seinem Jungen irgendwie überrascht, dann kann das schon mal zu solchen aggressiven Fällen führen, aber nicht, wenn man einfach still leise allein im Wald liegt. Ich versuche auf meinem Kanal gerade jede Woche ein Video für euch kostenlos über Ausrüstung, Packlisten und das Tracking generell bereitzustellen. Solltest du gerade meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würdest du mir wirklich unglaublich damit weiterhelfen, das jetzt einmal zu tun, sodass ich in Zukunft auch noch weitere spannendere Themen rund um unser gemeinsames Hobby beleuchten kann. Vielen Dank. Man muss doch nicht sofort direkt im Wald wild schlafen, sondern kann sich erstmal langsam daran tasten. Als erste Übernachtung für so eine Trekking-Tour würde ich immer eine kurze Wochenendtour empfehlen und dann auf 2 Campingplätzen, zum Beispiel am Wochenende von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag schlafen. Es gibt in Deutschland wirklich schöne Campingplätze, die naturnah sind und man sich quasi auch von der Akustik wie in einem Wald befindet. Ich empfehle mal gerne das Sauerland, habe da selber schon mit vielen Einsteigern und auch früher alleine Touren gemacht und mich so langsam an das Thema herangetastet. Und dann würde ich euch auch nicht empfehlen, sofort irgendwie Cowboy-Camping zu betreiben. Also nur auf der Isomatte zu legen oder in der Hängematte oder nur mit einem Tarp, weil man fühlt sich vielleicht auch natürlich irrational in einem Zelt mit 4 geschlossenen Seiten einfach wohler. Das macht natürlich keinen Sinn, aber das ist immer so, was bei mir auch so ein kleines gemütliches Gefühl bietet. Ich schlafe total gerne in Zelten und wenn ich harte Tage gehabt habe, freue ich mich auch darauf und da ist man so ein bisschen vielleicht mehr an die eigenen 4 Wände von zu Hause erinnert. Als zweite Stufe würde ich dann Trekkingplätze empfehlen und da haben wir gerade in den letzten Jahren in Deutschland immer eine größere Infrastruktur mittlerweile. Da eignet sich zum Beispiel die Eifel, da gibt es mittlerweile, ich glaube, 24 Trekkingplätze. Das wilde Schleswig-Holstein-Projekt, was ich auch auf meinem Schleswig-Holstein-Steig im letzten Jahr benutzt habe, bietet auch unglaublich viele Trekkingplätze. Und da hat man so eine kleine Mischung aus wirklich dem Wildcamping im Wald und dem Campingplatz und bewegt sich da immer noch zum Beispiel in Deutschland auch auf der komplett legalen Seite. Und das ähnelt schon wirklich diesem reinen Wildcamping sehr stark, aber man hat immer noch die Gewissheit, dass man ja auf was vom Menschen gemachtes ist, was Offizielles schläft. Und als finale und dritte Stufe kommt dann die Wildcamping-Übernachtung. Und da würde ich dann erstmal nur mit einer 2-tägigen Tour mit einer Übernachtung anfangen und die Etappe auch sehr kurz und einfach wählen, vielleicht maximal 20 Kilometer. Denn das kennen auch viele, wenn man sehr, sehr lange Etappen hatte, teilweise auch warm war am Tag und das war sehr anstrengend, dann spielt die Psyche ein so ein bisschen manchmal auch einen Streich. Dann kommt man an, fühlt sich erst unwohl und meistens, wenn man dann ankam und was gegessen hat, sich aufgewärmt hat, ein bisschen zur Ruhe gekommen ist, dann hilft das auf jeden Fall auch, das Ganze mit anderen Augen zu sehen. Und was ich auch immer mache, ist, dass ich versuche, im Hellen anzukommen. Das heißt, maximal ungefähr so hell, wie es jetzt noch ist. Denn das ermöglicht es mir, erstmal so ein Vertrauen zu finden in die generelle Umgebung, genau zu sehen, wo baue ich mein Zelt denn auf. Und dann bewege ich mich wirklich um meine Zeltstelle rum, schaue mal 100 Meter alles ab, mache mich damit vertraut. Und das gibt einem dann, wenn es dunkel wird, wirklich auch ein anderes Bild im Kopf, sodass man sich deutlich sicherer fühlt, wenn man die Umgebung schon einmal gesehen hat. Ich habe vor kurzem schon mal in einem Video gezeigt, wie man wirklich die ideale Zeltstelle beim Wildcamping findet und was man da von vornherein beachten kann, damit man sich auch weniger Gedanken machen muss und vielleicht weniger Probleme hat. Aber generell für die erste Nacht würde sich auch anbieten, vielleicht eine Stelle zu nehmen, die eher am Waldrand liegt. Auf einer Seite Feld, auf der anderen Seite Wald. Dann hat man noch ein bisschen mehr Licht, denn ja gerade jetzt im Sommer, wenn mehr Blätter hier auch kommen, dann ist natürlich im Wald dann auch früher dunkel und vor allem viel dunkler als wirklich auf einer freien Fläche. Ich suche dann gerne auch nach Lichtungen, schlafe auch total gerne in Monokulturen, zum Beispiel Fichten oder Tannen, da oder auch Kiefern. Vor allem sind da die Bäume ein bisschen weiter auseinander und da fühlt man sich nicht ganz so eingeengt wie wirklich in einem ganz dichten Mischwald oder Laubwald. Damit man auch beruhigt schlafen kann, kann es auch helfen, sich einmal so eine Art Backup-Plan zu machen. Gedanken theoretisch darüber zu machen, wenn irgendwas passieren sollte, man aufbrechen muss, wie dann der Plan ist, um wegzukommen. Einfach mal überlegen, dann laufe ich zu dem Weg, dann geht es da zum nächsten Dorf, dann steht da mein Auto oder so ähnlich. Und das einmal dann durchdenken und dann Schluss mit den Gedanken machen. Und falls alle Stricke reißen, das mache ich zum Beispiel auch mittlerweile sehr häufig, weil auch ich werde noch manchmal nachts wach, wenn irgendwas besonders laut ist, irgendwie ein Stock knackt oder ein Wildtier ein Geräusch von sich gibt, aber ich möchte manchmal auch ruhig schlafen nach harten Touren, dann eignet sich ein Bafta zum Beispiel ganz gut, den man sich überziehen kann, um dann einfach
so eine Art Schlafmaske zu haben. Das blockt dann auch so ein bisschen das Licht morgens, man schläft ungestörter. Und was ich auch mittlerweile mache, ich nehme mir Ohrstöpsel mit. Gerade auch nützlich, wenn man auf eine Tour auf Campingplätzen vorbeikommt, wo man ja vielleicht auch Nachbarn hat, die lauter sind. Und diese Ohrstöpsel bewahren mich wirklich dafür, mir die ganze Nacht Gedanken um jedes Knacken und Rascheln zu machen. Und so kann ich auf jeden Fall mittlerweile draußen sehr, sehr gut schlafen, wenn ich natürlich gar keine Lust habe, mir die Naturgeräusche anzuhören, was aber selten der Fall ist. Und trotz jeder Vorbereitung, das garantiere ich euch, wird die erste Nacht natürlich kein Premium-Schlaferlebnis. Ich habe das selber, wenn ich lange nicht auf Tour war, die erste Nacht ist immer nicht ganz so erholsam. Aber ich kann euch versichern, jede Nacht, die ihr mehr draußen verbringt, wird das immer einfacher und einfacher. Und irgendwann ist das überhaupt kein Problem mehr. Man fühlt sich einfach nur draußen wohl und kann das genießen. Ja, ich selber bin jetzt nächste Woche auf dem Eifelsteig unterwegs. Das heißt, nächste Woche werde ich euch da mal einen Bericht geben, wie es wirklich da in der Eifel aussieht. Werde auch auf spannenden Trekkingplätzen dort schlafen. Hat euch das Video helfen können und ansonsten gefallen, würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr mich abonniert. Jetzt wird es hier langsam dunkel und ich werde mal das Zelt zumachen. Bis dann.